Hey Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, mein Name ist Dennis immer noch aus Hamburg. Ja, ich möchte euch heute das blaue Biest vorstellen. Interlude Man von Amouage. Und zwar die Iris-Version, die 53er-Version und natürlich das Original noch aus den Oman. Und wow, dafür braucht ihr Kraft, Eier und Power. Also, bis gleich. Hey Freunde, yes! So, wir fangen mal mit den ersten, dem Original an. Der kommt noch aus den Oman, diese Version. Das ist nicht die ganz erste Auflage, also die Vintage-Version ist das nicht, aber trotzdem 2016er, ich weiß das gar nicht. Auf jeden Fall dieser Duft, den ich jetzt hier bei der Wärme nicht sprühen werde, obwohl das auch geht, ich habe die währenddessen noch mal getestet, alle, ist einfach einer meiner lieblingsorientalischen Düfte, die es gibt. Wirklich von allerfeinsten. Und das ist ein Monster im Flakon. Wenn ihr einen starken Duft sucht, einen männlichen, der Ausdruck verleiht, wirklich, dann holt euch Interlude Man. Ich weiß nicht, wie die aktuelle Version ist. Amouage ist ja nach London gegangen, nach England. Heißt aber nicht zum Beispiel, da kommen wir gleich beim 53er dazu, dass das immer schlecht ist. Allerdings beim Original habe ich gehört, soll er nicht mehr ganz so sein wie diese Version und schon gar nicht wie die Vintage-Version. So, allerdings Vintage und diese Version, ja, da haben wir wieder, ne? Das ist auch groß, das ist im Moment so ein Hype über Vintage-Düfte zu machen, aber ja, diese Version hier habe ich öfters getragen, habe sie schon lange, habe aber nicht viel benutzt, weil man braucht nicht viel Sprüher. Es ist einfach ein Angriff auf viele und auf euch selber. 3 Sprüher, ich sprühe auch gerne, ich sprühe so und so mehr. Ne? Es ist immer so, dass ich euch Richtlinien gebe, aber ich sprühe mehr. Aber dieser Duft, da braucht man nicht wirklich viel Sprüher, weil der hat Power. Da reden wir wirklich von Haltbarkeit 15 Stunden und eine Silage, die eine Ausstrahlung hat ihr werdet lange wahrgenommen, du riechst dich selber, das ist der absolute Wahnsinn bei diesem Duft. Das Original kommt übrigens wirklich über Oregano und über Weihrauch extrem. Das muss man wissen, das muss man mögen. Viele nennen auch die Kirchenbrüder und so weiter. Ja, man muss Weihrauch mögen und man muss, Oregano mögen, aber ich bin so verliebt in diesen Duft jedes Mal. Ich habe den jetzt lange nicht getragen, aber wenn ich ihn rieche auch, das reicht schon vollkommen. Ich bin immer sofort verliebt. Leder, Oud ist natürlich auch drin. Oud, das ist klar, das merkt man. Aber grundsätzlich Weihrauch und Oregano. Aber Power ohne Ende. Dann kommen wir zu der Iris-Version. Ja, Interlude Man Black Iris. So, und das ist ein sehr geiler Duft. Auch hier der Touch, die DNA ist natürlich vorhanden, was ich gut finde. Hier wurde jetzt also nicht, ich ändere jetzt mal was, ich ändere jetzt mal was. Nein, hier wurde einfach noch ein bisschen die Süße allerdings geändert. Der ist süßer und die Iris schwingt so gut in Background mit. Ich weiß nicht mal, was das Original kostet. Das Original, glaube ich, kostet 210 € jetzt. Wir reden jetzt hier nicht von irgendwelchen Preisen, die runtergesetzt sind. Ich glaube 210 € oder 250, keine Ahnung. Der kostet 345, Normalpreis, glaube ich. Ändert sich ja immer. Aber man sagt, muss das sein? Ja, also diese Version, ja. Wer den Interlude Man macht, muss eigentlich auch die iOS-Version haben. Sorry, es ist wieder sehr warm. Und gerade hier in diesen Strahlern ist es noch wärmer. Muss diesen Duft haben, weil es ist geil. Die Iris ist so gut gemacht, dass er ist süßer. Und ich habe den einmal abends, es ist ja warm, auch im Haus, einmal aufgesprüht und meine Frau hat gleich gesagt, lecker. Also, und das ist Interlude Man. So, was sagt euch das? Absolut Wahnsinn. Denn mit der Iris natürlich absolut nice. Sonst ähnlich, Weihrauch, Oregano ist hier nicht so doll am Start. Hier ist hauptsächlich mehr süßer ist er geworden. Und wie gesagt, die Iris. Amber noch, natürlich ein bisschen Leder, Oud ist auch drin. Aber wie gesagt, die Iris macht es und die Süße. Sehr geile Version. So, dann kommen wir zu den 53er. 53% Ölanteil in diesem Duft. Das Ding ist jetzt, viele fragen mich, braucht man das? So, wie viele mich auch fragen, ob man die Wärme braucht. Ja, im Haus sage ich immer nein. Und draußen kann es meinetwegen das ganze Jahr so sein. Ne? Das ist schon nice. So, und jetzt wird es ein bisschen dunkler. Es sollte heute noch ein bisschen regnen. Fakt ist, ich will nicht abschweifen. Der 53er, braucht man den?
Also wenn man das Geld über hat, ja. Ne, als Sammler und so weiter. Er ist grundsätzlich noch stärker, ja, ist er, als, ne, die anderen beiden und auch als das Original. Der geht natürlich in die Vintage-Version und so weiter, die ich jetzt aber nicht mehr wirklich so im Kopf aktuell habe, aber ich weiß, dass sie, ne? Aber ich sage ja, es gab da nicht so ganz so großen Unterschied. Aber von der Qualität natürlich, er ist tiefer, er ist runder, er ist einfach besser abgestimmt, der 53er. Definitiv, das ist einfach Fakt. Faktum, wirklich. Aber wenn man den normalen hat und, sage ich mal, nicht so das Geld über hat von 455 €, dann sollte man das Original behalten. Oder grundsätzlich verkaufen und dann irgendwie sparen und sich den holen. Wenn ihr den habt, braucht ihr grundsätzlich den 53er nicht. Meiner Frau oder meine Frau ist jetzt der Meinung, dass trotzdem alle drei ein bisschen anders riechen. Deswegen habe ich alle drei, deswegen behalte ich alle drei, so wie es aussieht. Ich habe mir überlegt, wenn du den jetzt hast, oder wenn man den 53er hat, warum eigentlich das Original denn behalten? Aber ich habe natürlich auch noch die Oman-Version, aber meine Frau ist der Meinung, sie riechen ein bisschen anders. So. Aber ich muss sagen, der 53er ist es ist ein Meisterwerk. Was soll ich da anderes zu sagen? Masterpiece, das ist einfach so. Es ist ein Masterpiece, das ist einfach Fakt. Alle drei, bin ich der Meinung, sind Meisterwerke. Aber er hat noch das Sternchen obendrauf, wirklich. Das ist Interlude Man. Er hält auf den Klamotten Monate. Ne? Also ihr riecht den lange und das ist eine brutale Silage. Und ihr seht, dass der Flakon anders geworden ist. Und ich finde natürlich von den 53ern den Flakon, auch wenn das wahrscheinlich ein bisschen beschmiert ist, ja, er ist schon geiler. Ne? Das ist schon nice. Und ja, ich kann nur sagen, 53er ist bombastisch gut. Fakt ist aber auch, wenn ihr überhaupt kein Interlude mehr habt, ihr müsst den testen. Wenn er natürlich auf holzige, dunkle Oud, Weihrauch, Oregano-Düfte nicht steht, dann ist das kein Duft für euch. Aber jetzt nochmal, es gibt geile Dupes. Diesen hier kenne ich. Den habe ich sogar. Den hatte ich. Alles schön und gut. Sie kommen aber nicht an das Original ran. Wirklich nicht. Wie gesagt, ich stehe immer auf das Original. Der Interlude Man Original, also hier die beiden, die den nachmachen, sie sind nahe dran. Hyperkite fast auch, aber nicht so. Aber an den 53er, vergesst das, Leute. Wert das nichts. Kommen sie nicht dran. Von der ganzen Qualität nicht her. Allerdings finde ich auch die Qualität beim Original Interlude Man und an dem Black Iris ist einfach nicht dran zu rütteln. Punkt. Wirklich. Das sind Meisterwerke, alle drei, die drei aus der Kirche, die drei von der Tankstelle, wie ihr auch immer das sehen wollt. Geile Düfte. Und wenn ihr sie nicht kennt, unbedingt gucken. Unten sind sie auch verlinkt, wenn ihr das blind machen wollt. Ne, müsst ihr selber wissen. Aber ja, auf jeden Fall geile Düfte. Also Leute, bis zum nächsten Mal.